Ich bin Rania Mlechi, Dramaturgin, Theatermacherin, auch Performerin am Stadttheater Nürnberg. Ich nehme die Funktion, eine Dramaturgin hier zu sein, plus die künstlerische Leitung von Yalla Yalla. Ich habe in der Universität Damaskus arabische Literatur studiert. Und da hatte ich Begegnung mit einem Student, der war auch gleichzeitig an der Theaterhochschule. Ich habe ihn da besucht und ich war total verzaubert. Ich kam von einem Hörsaal an der Universität, wo 3000 Studierende in diesem Raum sitzen, zu einem Klassenzimmer in der Theaterhochschule, wo 7 Menschen da sitzen, wo Raum vor besser Kennenlernen, vor tiefere Diskussionen, von einem echten Austausch, auch mit den Professoren und so. Sie waren so nah zu uns. Es war mein Eye-Opening. Das war das Moment, wo ich mich auch angefangen habe, mich zu beschäftigen mit, wer bin ich als Wesen in diesem Welt? Was ist meine Rolle als Künstlerin? Also ich fand es der Kunst und das Theater vor allem, ich fand es faszinierend, weil da auf die Bühne können wir Realitäten schaffen, die mit den eigenen Realitäten nichts zu tun haben. Ganz besonders, wenn jemand in Syrien aufgewachsen ist, unter Angst und Misstrauen und Repression und whatever. Also ich habe nie den Moment bekommen, die wahre Ich kennenzulernen. Und in diesem Umstand, in einem Blase von Freiheit, von Sein, I could be me. It was my dream when I was studying at the Theaterhochschule and when we started to learn about the German theater, when I read Faust translated in Arabic, I asked myself, how does it sound and feel to read it in German? It's in the own language. How did this author choose his words to write this? And I was, okay, I need to learn German. Also another thing which is very special about the Theaterhochschule, they organize scholarships. So I received a scholarship to study at Goethe Institute Damascus. So I learned, so the German I'm speaking today is the German I studied and learned 20 years ago. And I never had a course after that. Also ich kam nach Deutschland in 2015 und ich musste eigentlich sofort innerhalb von 3 Monaten einen Job finden. Ein Job, die in meinem Bereich ist, also Theater. Ich musste fest angestellt sein, um einen Aufenthalt zu bekommen. Gleichzeitig, es gibt keinen anderen Weg. Also you arrive to a point of no return. You do not have options. So luckily, I managed to do it. So I did find a job innerhalb von 3 Monaten. Und I landed directly in a Theatersystem in Deutschland. Also von 2015 bis 2023, ich habe durchgearbeitet und nur, I just worked so hard on myself to be the someone I am now. So durch diese Jahre, ich hatte nie die Gelegenheit, mich zurückzulehnen und zu bearbeiten, was alles mit mir ausgemacht hat. 2023, I was about to have a burnout because it was everything too much. And I think there was a moment where I thought to myself, jetzt bist du sicher, jetzt kannst du kollapsen, jetzt kannst du your time, you can't take your time. It was when I received my deutscher Pass. So mit diesem Sicherheit, die ich mit dem deutschen Pass bekommen habe, kam alles raus. Und ich habe auf einmal bemerkt, so okay, ich habe mein Land verlassen, als ich 26 Jahre alt und heute bin ich 42. I don't know what happened in between.
I have to create something that I have it in my hands. And I noticed when I opened my notebooks, I realized that I'm thinking of this project actually from the moment I arrived here. There is a sentence in the text called, in believing in something doesn't exist yet, we create it. And I think this is how I shaped my last 10 years in Germany. And I would love to continue shaping my future life with this belief.